Wer sich nicht weiterentwickelt, und zur Weiterentwicklung gehört Training und Lernen, der bleibt stehen, und wer stehen bleibt, der ist langfristig nicht wettbewerbsfähig. Mein Name ist Dominik Dreier. Ich bin Director Sales bei Just Eat Takeaway. Wo kann man erwarten und wo realistischerweise sieht man Impact, Bewegung, Fortschritt durch so ein Training mit Lepaya? Training ist ja eine sehr kontinuierliche Sache. Die Indikatoren, auf die wir eher geguckt haben, ist, sehen wir, dass in den Unterhaltungen zwischen Teamlead und Teammitgliedern und vielleicht auch der nächsten Hierarchieebene, Head of Sales, ähnliche Themen und Learnings, die man aus dem Training genommen hat, aufkommen und wieder diskutiert werden und man sich beruft auf, schau mal, das haben wir doch in dem Training gelernt, da wollten wir doch anders rangehen. Oder weißt du noch, das war doch Best Practice, die wir da gesehen haben, lass uns doch mal das probieren. Und wenn das über verschiedene Ebenen passiert, ist das schon ein gutes Ergebnis. Denn nur wenn der Teamlead mit dem Teammitglied darüber spricht, was gelernt wurde und was schon angewendet wird und das reflektieren kann, inwiefern da auch Dinge noch nicht angewendet werden, nur dann wird es irgendwann zu einer Habit sozusagen, zum natürlichen Teil des Sales-Prozesses. Ansonsten ist es ein Standalone, einmal Training, das Teammitglied redet nie wieder darüber mit seinem Manager, weil der Manager auf was ganz anderes trainiert wurde, und dann flacht die Kurve wieder ab und irgendwann ist der Effekt komplett verpufft. Was mich sehr freut, weil das auch die Elemente waren, die wir bei der Auswahl gewichtet haben, schwer gewichtet haben und sagen, okay, das hört sich gut an, ein guter Ansatz. Das ist einmal dieses Konzept der Snackable Bites of Education, also sozusagen Module, die in ihrem Umfang relativ reduziert sind, sodass man den Inhalt einmal aufnehmen kann, verarbeiten kann, wiederholen kann, in einem Happen sozusagen, und dann erst zum nächsten Element geht, wenn man geschafft hat, das zu verinnerlichen, was man gelernt hat. Deswegen auch dieses Snackable, also Essen, Verdauen und damit arbeiten im Körper, und dann erst kommt der nächste Happen. Ich habe von Lepaya gehört, als unsere Beauftragte im Team mich, der eben neu war im Unternehmen, darauf aufmerksam gemacht hat, wir sollten jetzt mal schauen, mit wem wir die Trainings organisieren wollen für unsere Teams, da wir intern nicht ausreichende Trainingsressourcen vorhanden haben und Infrastrukturen. Und ihr Feedback war zu der Zusammenarbeit, dass gerade Sie als eben Nicht-Experte in dem Thema sich in der Zusammenarbeit mit den Account-Managern von Lepaya sehr wohl gefühlt hat, weil sie eben auch eine gute Führung erfahren hat und einen guten proaktiven Kommunikationsaustausch. Das auch aus der Erfahrung mit vorherigen Trainingspartnern und Agenturen, die mit uns zusammengearbeitet haben, im Vergleich, sie festgestellt hat, dass da war Lepaya dann am Ende halt das Unternehmen, was uns am meisten überzeugt hat.